Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur, ich bin's Danny, der Servicetechniker. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei einem Kühlschrank den Thermostat austauschen könnt. Der Thermostat ist meistens defekt, wenn das Gerät gar nicht mehr kühlt, also nur noch das Licht im Innenraum brennt, aber der Motor nicht mehr läuft. Dann ist meistens, wie gesagt, der Thermostat defekt und wie ihr den austauschen könnt, zeige ich euch jetzt. Um den Thermostat austauschen zu können, entfernt man am besten zuerst die Einlegeböden, die sich noch im Gerät befinden. Hier sind es 2 Stück, das können bei euch auch Glaseinlegeböden sein, das ist immer etwas unterschiedlich. Hier an der Seite sieht man schon den Thermostat und hier unten das Ende des Kapillarrohrs. Um nun an das Thermostat zu gelangen, nimmt man zuerst die Lampenabdeckung ab. Die ist bei manchen Geräten auch hinten noch extra verschraubt. Dann muss man zuerst die Schraube lösen. Dabei handelt es sich meistens um eine Kreuzschlitzschraube. Die nächste Verschraubung befindet sich meistens hier im vorderen Bereich unter einer Abdeckung. Diese Abdeckung lässt sich mit einem Schlitzschraubendreher etwas abhebeln und danach gelangt man auch hier an die Kreuzschlitzschraube. Auch diese entfernt man komplett und kann dann das komplette Gehäuse mit dem Thermostat etwas zu sich ziehen. Das rastet dann hinten heraus und schon kann man es aus dem Gerät entnehmen. Von hinten sitzt noch eine Abdeckung auf dem Thermostat. Und hier sieht man schon den Thermostat im Gerät. Um diesen nun entnehmen zu können, muss man vorne noch den Einstellhebel abziehen. Das geht manchmal etwas schwierig. Auch da ist es sinnvoll, mit einem Schlitzschraubendreher etwas vorsichtig drunter zu hebeln und dann kann man diesen lösen. Mit einer Spitzzange löst man jetzt noch diese kleine Mutter, mit der das Thermostat befestigt ist, und auch diese entfernt man dann komplett. Ist die Mutter entfernt, kann man den alten Thermostat nach hinten herausnehmen, steckt die Steckkontakte 1 zu 1 um. Die Kontakte auf dem Thermostat sind auch mit 3, 4 und 6 bezeichnet. Auch hier kann man nichts verkehrt machen. Wie gesagt, die steckt man 1 zu 1 um. Ich lasse jetzt den alten Thermostat mal drin. Es geht ja nur um die Demonstration. Wenn der Thermostat ausgetauscht ist, setzt man den neuen Thermostat in umgekehrter Reihenfolge wieder in das Gehäuse, schraubt diese kleine Mutter wieder auf, auch die zieht man hinterher mit der Spitzzange wieder etwas fest. Setzt dann noch den Knebel auf, auch der passt nur in einer Richtung, der ist an einer Seite etwas angeschrägt und das Thermostat oder die Welle vom Thermostat ist auch an einer Seite angeschrägt. Wenn wir das alles erledigt haben, setzen wir vorne noch den Schalter für das Licht wieder in das Gehäuse ein. Ich teste dann persönlich immer noch, ob die Betätigung für den Schalter funktioniert, ehe ich alles zusammenbaue. Und danach kommen die Abdeckungen wieder an das Gehäuse. Diese sind meistens nur eingerastet. Wenn wir das alles gemacht haben, legen wir das neue Kapillarrohr vom Thermostat hier hinten noch in diese Führung hinein und rasten dann das komplette Thermostatgehäuse wieder in das Gerät. Das wird wieder aufgesetzt und nach hinten geschoben und danach kann man vorn schon wieder die Schraube hineinschrauben. Manchmal sieht man schlecht, wo dort genau das Loch für die Schraube ist. Da kann man sich das Gehäuse etwas wegziehen und sieht dann besser, dass man die Schraube wieder an die vorgesehene Form hineinschraubt. Wenn diese Schraube befestigt ist, kommt wieder diese kleine Abdeckung drauf und als nächstes dann noch die Abdeckung für das Licht. Wie gesagt, wenn die bei euch verschraubt ist, dann schraubt ihr sie auch wieder fest. Im nächsten Arbeitsgang entfernen wir noch die Spitze des Kapillarrohrs. Die ist hier auch nur angeschraubt. Dort nehmt ihr einen Kreuzschlitzschraubendreher, löst diese Abdeckung und könnt dann das Kapillarrohr mit dieser Abdeckung nach vorn entnehmen. Das alte Kapillarrohr drückt ihr aus dieser Abdeckung heraus. Die hat eine bestimmte Form und das neue Kapillarrohr könnt ihr wieder in diese Halterung eindrücken. Achtet bitte darauf, dass das Kapillarrohr an keiner Stelle scharf geknickt wird. Dieses Kapillarrohr darf nicht kaputt gehen, sonst funktioniert der neue Thermostat nicht mehr. Wenn ihr dann das Kapillarrohr eingeführt habt, schraubt ihr diese Abdeckung wieder hinten an den Verdampfer
Und sollte euer Kapillarrohr etwas länger sein, könnt ihr es etwas zusammenrollen und dann hier hinten etwas verstecken. Hier hinten sieht man noch den Verdampfer, dort sitzt das Kapillarrohr und am Ausgang vom Verdampfer wird die Temperatur gemessen. Habt ihr dann das neue Thermostat eingebaut, könnt ihr das Gerät wieder einschalten und testen, ob alles wieder funktioniert.